Um den Nachwuchs für den Lokomotivführerberuf zu gewährleisten, hat die Reichsbahn eine Neuerung eingerichtet. Junge, ausgesuchte Lehrlinge können in 6- bis 7-jähriger Schulung in diesem Beruf Meister werden. Neben theoretischem Unterricht erhalten die angehenden Lokomotivführer eine Schulung an der Werkbank und im Lokomotivbau. Eine Lokomotive wird zur Reparatur auseinandergenommen. Bei der Probefahrt fahren die Lehrlinge auf dem Führerstand mit. Neben anderen Berufen, die sonst Männersache waren, hat schon seit langem die Frau im Eisenbahnverkehr die Stellung der Männer übernommen und sich in ihnen bewährt. Die Frau Stationsvorsteher ist aus dem gegenwärtigen Kriegsbild nicht mehr hinwegzudenken. Alles klappt mit altgewohnter Präzision. Auf einem Appell des Wachregiments Großdeutschland in der Reichshauptstadt übernahm Reichsminister Dr. Goebbels die Patenschaft über das Regiment. Reichsminister Dr. Goebbels spricht. Eichenlaubträger Generalmajor Lorenz überbringt Dr. Goebbels die Grüße der Front und überreicht dem Reichsminister den Ärmelstreifen Großdeutschland. Hauptmann Schnaufer, der nach Oberstleutnant Lent erfolgreichste deutsche Nachtjäger, wurde mit den Brillanten ausgezeichnet. Mit seinen Besatzungsmitgliedern, den Ritterkreuzträgern Leutnant Rumpelhardt und Oberfeldwebel Gensler, hat der erst 22-jährige Hauptmann über 100 Nachtjagdsiege unter den schwersten Bedingungen erkämpft. Durch die Verleihung der Brillanten an Kapitänleutnant Brandy hat ein weiterer U-Boot-Fahrer für seine Taten die verdiente Auszeichnung erhalten. Den von einer Feindfahrt zurückgekehrten jüngsten Brillantenträger der Kriegsmarine erwarten Kameraden, Blumen und ein Kuss. Im Westen ist der Kampf mit jedem Tag härter geworden. Wo es den Angloamerikanern gelang, Einbrüche zu erzielen, stoßen sie auf deutsche Reserven. Die Männer in den ersten Linien haben nichts zu lachen und doch zeigen sie sich immer wieder von der besten Seite. Jagdbomber und Artilleriefeuer, Kälte und Dreck haben sie nicht untergekriegt. Über der Schwere ihres Frontlebens triumphiert der Geist der Truppe. Schützenpanzerwagen durchfahren ein Dorf. Zu allen Tagesstunden fegen angloamerikanische Jagdbomber über das Land und seine Straßen. Und in allen Stunden schlägt ihnen das Feuer der Abwehr entgegen. So geht das hier täglich. Angriff, Abwehr, Bomben, Abschuss. In den Vogesen. Deutsche Sicherungen an der Schweizer Grenze.
Haus haben sich gaullistische Truppen festgesetzt. Sie werden mit Flammenwerfern ausgeräuchert. Wo es notwendig erscheint, werden die deutschen Linien nach Vernichtung kriegswichtiger Anlagen aus dem französischen Raum zurückgenommen. Die Straßen gesperrt, Bahnanlagen und Fabriken zerstört und wehrwichtige Gebäude in die Luft gesprengt. Trümmer und Vernichtung schwingt der Pendelschlag des Krieges. Der seit Wochen andauernde heldenmütige Widerstand deutscher Truppen auf der Halbinsel Svorbe ist beendet. Eine Gruppe schwerer und leichter Kreuzer unterstützte bis zur letzten Stunde die hart ringende Landfront und ermöglichte die Rückführung der Svorbe-Kämpfer. In einem kurländischen Hafen treffen Fähren der Landungspioniere mit den Männern von Svorbe ein. Die Verteidiger haben alle Waffen und Fahrzeuge zurückgebracht. Mit den letzten Soldaten ist der Kommandant der Halbinsel, Generalleutnant Schirmer, an Land gegangen. Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Kurland, Träger des Eichenlaubs mit Schwertern, Generaloberst Schörner, empfängt die Rückgekehrten. Der Generaloberst dankt Fregattenkapitän von Blank, den für die Rückführung durch die Kriegsmarine verantwortlichen Leiter. General der Flieger Pflugbeil zeichnet verdiente Sorbekämpfer aus. An der Südostfront. Täglich starten unsere Fernaufklärer, um der Führung laufend Unterlagen über feindliche Truppenbewegungen und Nachschubverkehr zu verschaffen. Über den zerklüfteten Gebirgen des Balkans. Unter uns Sofia. Der erste Versuch der bolschewistischen Armeen, Budapest im Handstreich zu nehmen, ist abgeschlagen worden. Aber die Kämpfe um die Donaustadt sind damit nicht beendet. Wo sich die Bolschewisten unter ungeheuren Verlusten einen Einbruch erkämpften, treten deutsche Sturmgeschütze und Infanteristen zum Gegenangriff an. Über die schlammbedeckten Straßen malen die Ketten der Sturmgeschütze und stapfen die Männer aus den Grenadierkompanien. Um jeden Ort wird hart gekämpft.